Hallo und herzlich willkommen zu Cooking with Soul. Ich bin Soul und heute kochen wir was. Heute habe ich ein bisschen Unterstützung von meinem guten Kumpel Zomboy, der den Kameramann macht. Moin. Dieses Video widme ich einem ganz besonderen Kumpel von mir, und zwar Miles. Der hat in letzter Zeit eine schwere Zeit durchgemacht und ja, ich hoffe, dass ihn das ein bisschen aufmuntern wird. Im Übrigen habe ich Energy-Intus. Und ihr wisst, was das bedeutet. Diese Folge wird besonders lustig. Hoffentlich. Wie ihr ja wisst, schaue ich auch selber gerne Kochvideos an und mache dann auch gerne die Rezepte nach. Und heute mache ich ein Rezept von Threadbanger und Timmy Tomato. Aber so meine eigene Version davon, weil wie gesagt, wir sind hier in Deutschland, wir haben nicht unbedingt immer dieselben Sachen. Und natürlich passe ich das dann auch meinem Geschmack an. Und heute machen wir einen mexikanischen Kuchen. Dafür brauchen wir Tortillas, Teig. Ich habe einen Quiche-Teig genommen, das ist aber sowas wie Mürbeteig, den mag ich am liebsten. Hackfleisch, Gewürze für das Hackfleisch, jede Menge Käse, mexikanischen Reis, Nacho-Käse, so eine Salsa-ähnliche Sache und Sour Cream. Das ist übrigens alles nicht gesponsert, deswegen bitte verklagt mich nicht, falls euch das Video nicht gefällt. Onkel Benz und diese ganzen Marken. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Als allererstes habe ich den Teig geöffnet und in die Form gelegt. Danach habe ich ihn in die Form gedrückt und dabei genau darauf geachtet, dass auch die Ränder bedeckt sind. Ich wollte sicher gehen, dass der Boden nicht einweicht und matschig wird von der Soße und dem Fleisch und so weiter. Und deswegen habe ich ihn mit einem Tortilla verstärkt und Käse als Kleber genommen. Und dann habe ich das Fleisch angebraten. Zoom rein. Zoom raus. Was ist das für ein Fleisch? Gemischtes Hackfleisch. Warum nennt man das gemischtes Hackfleisch? Weil das aus Rind und Schwein ist. Saul, was ist ein Schwein? Das ist ein Schwein. Yay! Ich habe das Fleisch so lange gebraten, bis es durch war und dann das Fett, das sich dabei gebildet hat, abgegossen. Danach habe ich eine halbe Tasse Wasser zu dem Fleisch dazugegeben. Dazu dann auch die Gewürzmischung gegeben, das alles gut umgerührt und auf niedriger Hitze einkochen lassen. So, da das Fleisch jetzt so gut wie fertig ist und das Wasser eigentlich nur noch verdampfen muss, machen wir jetzt die zweite warme Zutat fertig, und zwar mexikanischen Reis. Das ist zwar nicht gesponsert, aber der von Onkel Benz ist einfach mega lecker und der geht einfach zu machen und man tut ihn einfach in die Mikrowelle und das war's, deswegen... Den Reis habe ich einfach so zubereitet, wie es hinten auf der Verpackung stand. Ich habe ihn durchgeknetet, bevor ich ihn in die Mikrowelle getan habe, und das war es eigentlich auch schon. Oh, ich liebe dieses Geräusch. 2 Minuten. Ja. Und los geht's! Als der Reis dann fertig war, habe ich ihn als erste Schicht für meine Torte benutzt. Natürlich darf dabei der Käse nicht fehlen. Davon kann man nie genug haben. Ich glaube, ich habe da gleich die ganze restliche Packung. Ja, ich habe die ganze restliche Packung drauf gemacht. Und noch ein Tortilla, um diese Schicht von der nächsten Schicht zu trennen. Das klang irgendwie rassistisch. Scheiße. Die nächste Schicht war Soße und Käse, um den trockenen Reis ein bisschen auszugleichen. Und dann war es Zeit für unser wunderschönes, leckeres Fleisch. Die meisten Leute machen noch Refried Beans dazwischen, aber als ich das Rezept schon mal ausprobiert habe, haben die mir nicht so gut geschmeckt, also habe ich die diesmal einfach weggelassen. Und nun kommen wir zur letzten und meiner persönlichen Lieblingsschicht, die Käseschicht. Und zwar haben wir da den Nacho-Käse drauf gemacht und den Rest geriebenen Käse aus der Packung. Eigentlich wollte ich versuchen, die Ränder von dem Teig oben umzufalten, aber das war so sehr gefüllt, dass es fast unmöglich war. Aber ich habe mein Bestes gegeben.
Wir hatten noch einen Rest Salsa übrig, also habe ich die benutzt, um den Kuchen zu dekorieren, so gut wie es ging. Und ja, das X markiert den leckeren Geschmack. So, da der Kuchen oder die Torte oder wie man das auch immer nennen möchte, jetzt im Ofen ist, lassen wir das für 35 bis 40 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze backen. Du bist voll schwer in Ordnung. Okay. Das, was ich mich frage, ist das jetzt rassistisch oder ist das in Ordnung, dieses komische Maskottchen? What the fuck? Es ist ein Kaktus mit einem Sombrero, der Gitarre spielt und einen Schnauzbart hat. What the fuck? What are those? What are those? Ich bin von mir selber enttäuscht. Erzähl mir deine Sünden. Ich trage Crocs. Red nicht mit mir. Du bist Donald Trump. Das ist zu viel! So, und jetzt können wir unseren Kuchen aus dem Ofen holen. Oha, der ist schon ganz schön braun. Ha. So. Wollen wir hoffen, dass es zusammen bleibt, wenn wir jetzt die Springform aufmachen? Bete. Ja. Also, ich finde, der ist echt gut geworden. Es riecht auf jeden Fall sehr lecker. Auch wenn es ein bisschen sehr dunkel geworden ist. Es kann natürlich auch sein, dass das mit an der Tomatensauce liegt, die wir drauf gemacht haben. Die wollte ich einfach alle machen. Aber ja, ich schneide den jetzt einfach mal an. Du weißt schon, dass du dich dann opfern musst, um den zu probieren, ne? Okay. Ja. Wird es halten? Wird es sexy aussehen? Wird es später mal ein Superheld werden? Wow. Oh mein Gott. Muss ranzoomen. Das sieht mega geil aus. Und jetzt kommt die Sour Cream zum Einsatz. Das benutzen wir dann einfach wie Schlagsahne und tun das quasi zum Kuchen dazu servieren. Vielleicht nicht gar so viel. Mehr! Husten nicht vergessen. Ich will erstmal so ein bisschen umditschen. Plus ein kleines bisschen, nicht zu viel. Diese Eiskugel will nicht. Also ich find's geil. Schmeckt sehr gut. Ah, freut mich. Vor allem der Käse mit dem Hackfleisch und vor allem, dass es ein Kuchen ist, das ist richtig geil. Ich muss mal kurz ein Stück noch probieren. Also, Du musst. Ich muss sicher gehen. Okay. Willst du auch mal probieren, Saul? Ja. Schmeckt voll gut. Boah. Ist geil, ne? Mhm. Nein. Katze. Du kriegst nichts von uns. Das riecht das Essen. Oh. Hört ihr das Knacken? Das ist mein Kater, der gerade Trockenfutter frisst. Jedenfalls. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Gericht zu machen. Das ist auch so viel, dass das meistens für eine Familie reicht. Oder für einen Zomboy. Für einen Zomboy.
Ich finde das auch super für Familienfeiern. Anstatt halt mal ständig Kartoffelsalat zu machen, wäre das mal eine schöne Abwechslung. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und tschüssi! Hier meine Haare noch. Ich habe das Gefühl, dass die echt irre spielen heute. Nee, es geht. Du bist wunderschön. Dankeschön. Ich habe zwar ein Bad Hair Day, aber relatable. Du bist schön genug, hör auf damit. Ich kann nichts dafür. Ich will immer schön aussehen. Frauen. Bitch. Onkel Benz. Und Soul. Aber da ist Onkel Benz. Scheiße. Ey, ich kann nicht kochen, ne? Ja, und dann schmeißt es daneben und es kommt noch mehr raus. Das werd ich rausschneiden, will ich bloß sagen. Länger hat er nicht drin bleiben dürfen. Okay. Und? Wird es halten? Ist es... Ich muss nochmal durchschneiden. Fail. Das wird rausgeschnitten. Haha. Nix mit Fail.